Die Forschung meiner Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit den grundlegenden biologischen Mechanismen, mit denen rekombinante Zelllinien therapeutische Proteine wie zum Beispiel Antikörper herstellen. Das Spannende daran ist, dass man dieses grundlegende biologische Verständnis dann dazu benutzen kann, um den Zellen zu helfen, diese Proteine effizienter, schneller und in hoher Qualität herzustellen, sodass sie auch schneller zum Patienten kommen. Das Großartige daran sind die Momente, wenn so einzelne Teile eines Puzzles, wo Sie daran gearbeitet haben, wenn die auf einmal sich zusammenfügen in ein größeres Ganzes und Sie dadurch wirklich einen komplexen Zusammenhang verstehen können. Meine Arbeitsgruppe hat sich in den letzten 10 Jahren intensiv mit der Sequenzierung des Genoms der chinesischen Hamsterzellen, das sind die Zellen, die man für die Produktion verwendet, beschäftigt. Und dabei sind wir auf einen Mechanismus gestoßen, der bekannt ist als epigenetische Regulation. Das ist etwas, das man aus der Medizin kennt und auch aus so Lifestyle-Effekten. Dass das auch wichtig ist für Zellen, die in einem Bioreaktor kultiviert werden, hat man bis dahin eigentlich nicht wirklich gewusst. Es hat mich immer schon interessiert, Dinge wirklich im Detail anzusehen und in die Tiefe zu gehen, um zu verstehen, wie sie funktionieren. Ich kann das jetzt nicht wirklich einem gewissen Zeitpunkt zuordnen, wo ich beschlossen habe, Forscherin zu werden. Dieses Interesse war einfach immer schon da. Ich war hier in meiner Karriere privilegiert, weil zu dem Zeitpunkt gab es noch sogenannte Laufbahnstellen. Die sind zwischendurch ein bisschen verloren gegangen, wodurch für die Lehrenden große Unsicherheiten entstanden sind. Mittlerweile hat es ein Umdenken gegeben zum Glück und die wurden jetzt wieder eingeführt. Als akademische Forscherin muss man sich bewusst sein, dass man wesentlich mehr Anträge schreibt, als man jemals bewilligt bekommt, und diese Frustration muss man einfach aushalten. Neben der akademischen Laufbahn gibt es auch noch die Möglichkeiten, gerade im Wiener Raum gibt es sehr viele biotechnologische Firmen, also große Industrie, als auch jede Menge kleine Start-ups, was auch sehr interessant sein kann. Jungen Kolleginnen möchte ich sagen, dass es wahnsinnig wichtig ist, euch etwas zu suchen, das euch Spaß macht, mit dem ihr euch identifizieren könnt und das auch zu euch passt. Nur dann könnt ihr wirklich gut werden in dem, was ihr macht. Und wenn ihr das schafft, dann versteckt euch nicht, sondern seid mindestens so laut wie alle anderen um euch herum, weil es einfach eure Sache ist, euer Ding, das ihr vertreten sollt.